This works. Yeah, it's on. Okay. So, hallo zusammen. Hallo. We are now live to answer all your questions about us. Wir sind jetzt bereit, um all eure Fragen über uns zu beantworten. Es tauchen immer wieder so viele Fragen auf über unsere Beziehung, unsere Heirat, unser Baby oder was auch immer. There were so many questions about our relationship, the baby, the marriage, everything. So now we are here to answer all your questions. Jetzt sind wir hier, jetzt könnt ihr all eure Fragen stellen. So you can just type all your questions in, I don't know exactly where you have to type it, but just type it somewhere. I'm assuming on Instagram at the bottom where it says add a comment, you can type a comment there, or on YouTube on the right side where you can message. So either place works. Ja, genau. Until then, we already got some questions ahead. Wir haben schon einige Fragen im Vorhinein erhalten. How did you two meet and what was your first impression of each other? Wie haben wir uns getroffen und was war unser erster Eindruck voneinander? Go ahead. How do we meet? Yeah. So I work for a company, which is an online co-working space, and she was one of the customers there. So I have to translate it also. okay. Arbeitet für eine Firma und ich war dort eine Kundin, genau. Yeah. So we met on there. Ja, dort haben wir uns getroffen. Das war letztes Jahr. It has been last year. Yeah. Yeah. And then you decided to come to Switzerland? Yeah, so I was gonna come to Switzerland anyways to meet one of my friends in Lausanne, and Nicole was jokingly saying, "When are you coming to Switzerland?" I was already planning to come, so we planned to go for a hike for a few days, or for 2 days, and then it became a little bit more than 2 days. Ja, genau. Er wollte sowieso in die Schweiz kommen und dann habe ich gesagt, ja, gehen wir zusammen wandern und ja, geplant waren 2 Tage und das wurde dann ein bisschen länger als 2 Tage. It was quite fast, yeah. First, it was so much fun, we loved so much. Es war zuerst einfach so mega, ja, cool, so mega, wie ein bester Friend, like a best friend. Yeah. Ja, and after a week that changed. Nach einer Woche hat es irgendwie halt schon gewechselt. Genau, it was a really strong energy. I felt like connecting to you. Ich habe eine mega starke Energie gespürt, die uns da verbunden hat. Und das war as never before. Wie noch nie vorher. By the way, this angle looks good. What you can do is if we can. Oh, that's yeah. That's good. Ja, die YouTube-Kamera hat ein bisschen komisch ausgesehen. The YouTube-Camera looked not nice. What was your first impression of me? Was war dein erster Eindruck von mir? Honest answer or? Ja, honest. Oh, you're nice. Oh, thank you. Ja. Ja, ich bin. What is nice in German? Ist gut. Ja, nice. Ich glaube, das verstehen wir alle. Und mein Eindruck, what was my impression? Like a very easygoing kind of person. Ja, mega lockerer Typ. Yeah, I did not think about you will be my husband anytime. Ich habe nicht gedacht, dass ich ihn mal heiraten will oder so. You didn't think the same as well, right? Yeah, no, I habe das auch nicht gedacht. What's the most surprising thing you've learned about each other since being together? Was ist das Erstaunlichste, das wir übereinander gelernt hatten, seit wir zusammen sind? What's the most surprising thing that you learned about Let's see. I think the most surprising thing I've learned is how much you live what you teach, how much you're so much. Everything you do is about the energy, about being connected, about service, how pure-hearted you are, everything you do. Because I think with me, and especially the industry that I'm in, to
know that when you preach something, but you tend to see people living or acting in a different way, but to see that you're so authentic in what you do and how you live, it's that was really, really beautiful to see who you are as a person. Okay. Er hat gesagt, das Erstaunlichste für ihn war zu sehen, wie fest ich das lebe, was ich unterrichte, dass das sehr authentisch ist und dass alles für mich Energie ist im Alltag. Yeah. So for me, I think it was really, really crazy how to see how much a person can change in such a short amount of time. Wie schnell sich jemand in einer solchen kurzen Zeit verändern kann. Like, it was so impressive how easy you were in moving countries, like leaving everything behind and being so much in the moment and enjoying and learning and growing together with a situation that is completely new for you and of course also for me. Wie er, also einfach, ja, er musste ja sein Land ändern und also auswandern, sich an etwas Neues anpassen und wie schnell das eigentlich funktionieren kann. That was really, really impressive and I'm so grateful for you. Und das macht mich mega dankbar zu sehen. And like the cultures are different, die Kulturen sind verschieden and you just adapted like nothing. Und er hat sich einfach mega, also nicht angepasst, aber das mega schnell angenommen, ja. I wouldn't even say the cultures are different, you are different. Ich finde, die Kulturen sind nicht unterschiedlich, aber ich bin unterschiedlich. What does that mean? Was bedeutet das genau? Ja, maybe I'm not traditional Swiss culture. Vielleicht bin ich nicht ganz traditionelle Schweizer Kultur. Could be possible. Yeah, okay, next question. What's your biggest goal for the future? Was ist unser größtes Ziel für die Zukunft? I can go ahead. Okay. Ich kann starten. So up to now, I have been in, let's say, in a work mode. Bis jetzt war ich mega im Arbeitsmodus und mein größtes Ziel, glaube ich, ist dann einfach ein Mami sein zu können und die Familie an die erste Stelle zu setzen. Mal schauen, wie das wird. I said to change to the different mode so I can be a mom and put the family first. Let's see how this feels. Yeah. What is your biggest goal? It's a hard question. I feel I have a lot of different goals. Biggest, I would say my biggest goal, which you can't measure at all, is to just live life to the fullest, be in the moment, enjoy, learn, grow, connect, be as good of a person as I possibly can be. That's probably the biggest thing, and really be present with the people I love. Er hat gesagt, im Moment sein zu können. Es sind viele verschiedene Ziele, die er hat, aber im Moment sein zu können und präsent zu sein mit den Menschen, die er liebt. Who is the better cook? And what's your signature dish? Wer ist der bessere Koch und was ist so das eine Gericht, das heraussteht? Yeah, what do you want to say? So I'm definitely the better cook. I denke, er ist der bessere Koch. My signature dish is the cereal. Ja, Müsli ist sein Gericht. Okay, I think I'm the better cook. Okay, no, she's definitely the better cook. Yeah, but I like to cook together. Yeah. Ja, ich finde es cool, wenn wir zusammen kochen können. But still, I think I'm a little bit better. No, you're definitely well better. Yeah, but it's nice that you quite like everything that I cook. Besides celery. Ja, er mag eigentlich fast alles, was ich koche, außer Celery and also millet you don't really like. No. And what else? There's something more. I don't love pumpkin, but I can eat Yeah. You just didn't fully experience it. Er hat einfach nicht so gerne Hirse und Celery und
Kürbis, aber Kürbis hat er einfach noch nicht kennengelernt. You never had pumpkin before, right? No. Ja, er hat noch nie vorher Kürbis. And now you eat many vegetables. Und jetzt isst er ganz viel Gemüse. Yeah, I think that's an interesting point. When you are with me, you have to eat vegetable. Ja. Ja, wenn man mit mir zusammen No ist, option. muss man Gemüse essen, da gibt es gar keine Frage. My signature dish. Was ist mein Gericht? It's very easy to answer. Salad. Salat. Wir essen immer Salat, jeden Mittag, every lunch. And if I could choose, also every dinner, but it's okay. Wenn ich auslesen könnte, auch noch jetzt Abendessen, aber schon gut. If you could travel anywhere together right now, where would you go? Wenn ihr irgendwohin zusammen reisen könntet, wo würdet ihr hingehen? Right now, I would like to go to China. I think that would be a really, really nice culture to see. Er würde gerne auf China gehen, das wäre eine tolle Kultur, um zu sehen. Yeah, I would go to China as well, but we just decided that we will not fly anymore. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt nicht mehr fliegen werden. Man sieht es gar nicht so gut, aber das ist eigentlich schon relativ groß. You don't see it very well, but it's quite big already. And yeah, I flew so much the last years and it's now okay. Ich bin so viel geflogen die letzten Jahre und das ist jetzt gut. We can fly later. Ja, wir können dann später wieder fliegen. So we also are currently looking for an alternative plan for our honeymoon. I mean you. Er sucht jetzt nach einem alternativen Plan für unsere Flitterwochen. Die wären nämlich in den Seychellen gewesen. They would have been in the Seychelles, but now they will be somewhere else. In Europe. Ja, jetzt werden sie irgendwo in Europa sein, where we can go with a train, wo wir mit dem Zug gehen können. Where would I go? I think I'm okay with just being here now. Für mich ist es jetzt gut, wirklich einfach mal hier zu sein. Wherever you are, I'm fine. Wo immer er ist, finde ich es gut. Perfect, then I'll be in China. Yeah, okay. Let's talk about that later. Okay. What's the one thing you're nervous about as a first-time parent? Worüber seid ihr nervös das erste Mal Eltern? Balancing work with family time. Ja, der Ausgleich zwischen Familie und Arbeit. Yes, I think I'm not nervous about this. Ich fühle mich nicht nervös in Bezug auf das, but to plan something, I think is not the thing you should do. Das können wir nicht planen, wie es dann sein wird. Once the baby is here, everything will be different, so it's hard to predict something. Dann ist es noch schwierig, etwas hervorzusagen. And especially now as he works in my company, gerade jetzt, wo er auch in meiner Firma arbeitet, we can really be completely free with our time. Dann können wir sehr frei sein mit unserer Zeit and we can work wherever we want. Und dann können wir arbeiten, wo und wie auch immer wir wollen. And I'm quite excited for this. Ja, So da freue ich mich auch darauf. Yeah. By the way, if you have any questions right now, you can post them in the live chat and then we can answer them as well. I don't think any has come in yet. So. No, ja, ihr könnt eure Fragen einfach in den Chat schreiben. How was your pregnancy journey so far? Wie war die Schwangerschaft bis jetzt? How was it for you? It was really nice. I feel like my stomach hasn't gone too much bigger, maybe a little bit. So I felt a little bit more sleepy throughout the weeks. But otherwise, it's been pretty good for me. Ja, für ihn war es gut. Sein Bauch ist jetzt noch nicht so fest gewachsen. Er hat sich vielleicht ein bisschen müde gefühlt. Why did you feel more sleepy? Oh, maybe the baby. Ja, wegen dem Baby hat er sich müde gefühlt in diesen Wochen, aber sonst sehr gut. How was it for me?
interesting. Sehr, sehr interessant war es für mich. It's very interesting to, for the first time, feel how something grows inside of you. Wie etwas da in mir wächst, zum ersten Mal das spüren. And I feel very blessed. Ich fühle mich mega gesegnet, dass ich nicht irgendwelche so Beschwerden hatte oder Erbrechen oder Großübelkeit. I did not have any throw up or a lot of nauseous feelings. I feel the baby is a really good teacher. Ich habe das Gefühl, das Baby ist eine mega gute Lehrerin, was auch immer. We don't know the sex, wir wissen das Geschlecht nicht. And we also don't want to know, wir wollen es auch nicht wissen. I just feel whenever I work too much, which happened from time to time, teilweise habe ich zu viel gearbeitet und dann hat es, it really showed me, slow down. Es hat mir gesagt, fahr runter. And I doubled the amount of sleep. Ich habe meine Schlafzeit verdoppelt. Yeah, which was not... From 4 to 8. ja. From irregular to normal. Von 4 Stunden auf 8 Stunden, das war wohl nötig. Genau. Other than that, we can't compare to anyone, wir können es nicht mit irgendjemandem vergleichen, but I found my energy to be very different now. Ich fühle, dass meine Energie sehr anders ist in der Schwangerschaft now. What do you think about that? Your energy? Mm-hmm. Yeah, I mean, you are definitely, before you're very much, very forceful, very powerful, but I also think you've changed so much as a person over the last few months that it's not only the pregnancy, but it's just your decision to be more present, to work a little bit less, to be more in the flow, in the moment. So, I would say it's less the pregnancy and more the change. Ja, ich habe ihn gefragt, wie er das empfindet, wie es für mich ist. Und er hat gesagt, ich habe mich mega fest verändert, vielleicht weniger wegen der Schwangerschaft, aber mehr auch ich als ein Mensch das einfach verändert, nicht mehr so mega willensorientiert, genau. And the number one question is always, did you plan this pregnancy? Habt ihr diese Schwangerschaft geplant? Das ist immer die Nummer 1 Frage. Did you plan this pregnancy? From day one. Von Tag 1 an hat er das geplant. So we talked about it early on, and then when the possibility was there that she could be pregnant, and we weren't sure at the time, I think it's fair to say both of us would have been very disappointed if she wasn't pregnant, and we were very happy and grateful that it ended up happening the way it did. So it's not that we went out of our way and said now is the time to be pregnant. It was more we let it open to God, but we really felt at that moment that would be the thing that felt right for us. Ja. Er hat gesagt, dass wir haben schon ganz früh darüber gesprochen and we also both knew we anyway want to become parents. Yeah. Wir haben beide gewusst, wir wollen Eltern werden und wir haben das einfach Gott überlassen und als wir dann Anzeichen hatten und den Schwangerschaftstest gemacht haben, also wären wir, glaube ich, beide ziemlich enttäuscht gewesen, wenn es dann nicht positiv gewesen wäre. So it was positive. And then we quite needed to change our whole lives. Dann war es positiv und dann mussten wir ziemlich schnell unser Leben ändern. Yeah, because you were in Canada that time. Er ist ja aus Kanada, ich glaube, das wisst ihr alle. He's from Canada, I think all of you know that. Yeah, so we needed to take quick decisions because we wanted to enjoy the pregnancy together. Ja, wir wollten die Schwangerschaft zusammen genießen können. So you got a visa and then you moved in und dann ist er eingezogen im Juli. Im Juli ist er eingezogen, in July. Yeah. Yeah. And the question about the marriage is also all the time very present. Do you want to say something about our marriage? What about the marriage? Just generally like how we decided to marry and where we married and everything. Er kann vielleicht kurz etwas zu unserer Hochzeit sagen, wie wir das entschieden haben oder wo, wie, was.
Yeah, so when we decided to marry, we first discussed it and we realized that for us to move forward, I'd of course have to be here because we wanted to do the pregnancy together. We decided we would have to get legally married to move forward, but we very much knew that if we're going to do it just because of the baby and the situation, then we will just do it to do it on paper. But then when we came together in July, it became obvious to both of us really quickly that we really loved each other and wanted to spend the rest of our lives with each other. So we went to vacation on Turkey. I proposed on the beach in Sile, just an hour drive northeast from Istanbul, and yeah, and then we went ahead and did our legal wedding, and our celebratory wedding will happen soon. Ja, kurze Übersetzung. Er hat gesagt, dass wir. Oh wait, how did you start? It's so much. Dass wir so oder so, wenn wir die Schwangerschaft zusammen erleben wollen, muss er hier sein, da braucht es ein Visum. Und dann haben wir entschieden, dass wir sowieso irgendwann mal heiraten möchten und fürs Visum einen Hochzeitsantrag machen, also so ein, du kannst so eine Hochzeitsvorbereitungsvisum machen. Dann haben wir das gemacht, das wurde alles angenommen und dann ja, haben wir aber mega schnell schon gespürt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen das auf unseren Weg machen und nicht nur wegen einem Papier. Und dann so schnell später haben wir es schon gemerkt und dann hatten wir schon einen Antrag gemacht und es war alles so perfekt am Strand und ja, im Oktober haben wir dann auf dem Standesamt geheiratet, so im Oktober we married at the marriage office from government and it was such a nice day. Ja, I cried the whole day basically. Ich habe den ganzen Tag geweint, weil es so schön war. Und die Hochzeitsfeier mit allen, wo wir euch einladen, where we will invite some of you, will be next summer when the baby is there. Wird dann im nächsten Sommer sein, wenn das Baby auch hier ist, so we can fully enjoy, dann können wir das wirklich genießen. Ja, what other questions? Wait, we finished those questions. Wir haben diese Fragen beantwortet. Do you have any more questions? Habt ihr noch Fragen? Dann I just recalled one question. Are you Arhatic Yogi? Is a big question. Ist Arhatic Yogi? Das ist eine große Frage. Are you? I could say I am proudly an Arhatic yogi as of August, yes. I did my basic in May in Switzerland. I did my advanced in psychotherapy with Don Myers in the USA. And then I did Arhatic Yoga with Stefan in Switzerland. Ja, kann stolz sagen, dass Arhatic Yogi ist. Er hat das Body-Seminar bei mir gemacht was it not April? Was it May? What? The basic. Was it April? March, April? No, it was Okay, ja. Im Mai hat er das Basisseminar gemacht, dann hat er in Amerika Fortbildung und Psychotherapie gemacht und im August Arhatic Yoga. And we already have been to an Arhatic Yoga retreat together in the Philippines. Wir sind schon auf einem Arhatic Yoga Retreat zusammen gewesen in den Philippinen and it's really nice that we align so much in what we believe in. Und es ist so schön, dass wir dass es mega stimmig ist, dass wir ins Gleiche glauben. Ja, das ist mega. That's also very important that we function at the same connection. Dass wir auf der gleichen Ebene funktionieren. What other questions? So one question that I've heard is, how did you guys know that it was right to get married? Eine Frage, die er weiß, ist, wie wussten wir, dass es richtig ist, verheiratet zu sein? I just know. Ich weiß es einfach. I just feel it so much. It's the thing. I just want to be with you for the rest of my life. And maybe for the next incarnations. Ja, ich weiß es einfach. Ich will einfach mit ihm zusammen sein für das ganze Leben und dann die anderen Leben auch gleich noch. Was auch immer. What would your answer? So for me,
at the start, the foundation was right. So we already knew we had a lot of alignments in terms of core values, of where we were growing, what we want to accomplish in life, what our likes and dislikes were. Of course, there are certain differences, but the core, the most important stuff, at least for me, were very much in alignment. That was very important. We were very passionate in love. The connection was very, very strong. And one of the most important things for me was the communication. That was very clearly something that I think both of us together do in a way that most people aren't able to do. But the number one thing for me is that I saw what an amazing, beautiful soul that you were. And for me, I knew I just wanted to spend the rest of my life with you, and it would be such a loss to have a single day without you in my day. Oh, that was a lot, okay. Have fun! Ja, ganz kurz, das war viel, was sie gesagt hat. Kurze Zusammenfassung. Oh, okay. Die Kommunikation, die wir haben, hat mega funktioniert. Die Werte, die wir haben, einfach die ganze Grundlage hat gestimmt und er würde es jeden Tag, den er in der Zukunft ohne mich verbringen würde, einen verschwendeten Tag finden. Das ist die Kurzfassung. Yeah, what other questions? The question also I get often is, was it difficult for you to give up your whole life and move here? Eine Frage, die ich oft erhalte, ob es für ihn schwierig war, quasi alles aufzugeben in Kanada und hier hinzuziehen. What was there to give up, right? Was war dort, aufzugeben? For me, it was very much just the next chapter of my life, and I get to spend it with the love of my life. For me, it's just new. It's just change. Change is normal in life, whether it's death, whether it's a commitment, and this was the life that I wanted, and I chose you, and I'm very happy. It was very easy for me to let go because I knew what there was here in Switzerland was waiting for me. Hat gesagt, was es dort zu verlieren gibt. Es ist einfach ein neues Kapitel, es ist neu und er kann das mit der Liebe seines Lebens verbringen und das ist ja, genau, neu und nicht anders. Veränderung passiert immer. I would say there's a few things that actually make it a little bit slightly difficult. The German being the biggest one. Would be nice if you talk English as your primary language. Ja, einige Dinge, die ein bisschen schwierig sind und Deutsch ist das erste. Es wäre schön, wenn wir in der Schweiz Englisch als erste Sprache hätten. Aha. And then some of the legal stuff, like the insurances, are a little confusing. Ja, dann die Versicherungen, die können ein bisschen verwirrend sein and they also very expensive. Yeah. Die sind auch mega teuer. You don't have Amazon that you can get one-day delivery. We have Amazon.de. But you don't have one-day delivery? Ja, und dann haben wir kein Amazon, wo man etwas bestellen kann und dann in einem Tag es geliefert hat. What else? Your healthcare is not free. Unser Gesundheitssystem ist nicht gratis. Ja, bei Ihnen, Sie können alles gratis haben. You have everything for free, which is quite impressive. Yeah. But otherwise, it's good. Andererseits ist es gut. What other questions do we have? Nothing is coming to my mind. There is nothing there. I didn't see anything there. Let's see if we missed anything. I saw a hello, that was about it. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann könnt ihr sie schreiben, falls wir etwas noch nicht beantwortet haben. If you have anything that is not yet answered and you're curious about, you can ask. But I think that's pretty much it, right? Yeah, I guess so. Yeah. One thing, when do you want to move? The people sometimes ask us. Wann möchtet ihr umziehen? For those that don't know yet, we have an amazing house in the center here. Wir haben ja ein mega schönes Haus und ein Zentrum hier. But we decided that we want to raise our children in countryside. Wir haben uns entschieden, dass wir unsere Kinder auf dem Land aufziehen möchten, weil ich auch vom Land komme und die Stadt ein bisschen laut ist für mich and the city is a little bit
noisy for me. So we will move whenever we find something. Ja, wir ziehen dann um, wenn immer wir etwas finden, that it's better than the current one that we have, das besser ist als das, was wir haben. There is no fixed time. Da gibt es keinen bestimmten Zeitraum oder so. Genau. I guess one question that might be there for you is what has changed for you since you got married? Are you asking the question for yourself? Was hat sich verändert für mich, seit ich verheiratet bin? Yeah, actually, good question. Before the marriage, I was not. I mean, marriage is a thing, Heirat ist ein Ding, but I didn't realize how much it actually does to you. Ich habe nicht realisiert, was es eigentlich in einem macht. It was a really big shift of energy. Ich habe eine große Veränderung in der Energie gespürt, in mir and between us und auch zwischen uns. So I feel even more connected now. Ich fühle mich noch mehr verbunden. And it's the feeling of, yes, that's it now. Das Gefühl von, ja, das ist es jetzt. And not in a negative way, in a very positive way. Sehr im Positiven natürlich. Ja. What is it for you? To be married now? Mhm. I mean, I changed my whole life, right? Ja, hat sein ganzes Leben verändert. But from the day of marriage onwards? I think for me it was a very big feeling of now commitment. That like, okay, this is it. This is the rest of my life. This is the person I'm committing to, and feeling that responsibility to take care of you, to be with you, and that we have no other option. It's do or die. It's not. Ja, hat gesagt, sehr ein großes Gefühl von Commitment. I'm forgetting the German words. Füreinander da sein, dass jetzt Verantwortung übernimmt und ja, wirklich, das ist es jetzt. Und mehr das Wir-Gefühl. Yes, the us feeling of even more. Yeah. Yeah. And I think with that we will end. Ja, we will eat lunch now. Wir werden jetzt essen. Thank you for watching, thank you for being there, and we hope you enjoyed it. Schön habt ihr zugeschaut und ich hoffe, es konnte eure Fragen beantworten. Ja, there's nothing to be hidden. No. Da gibt es nichts zum Verstecken oder irgendwo. I found the love of my life. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. That's to share with everyone. Das kann ich mit allen teilen. Schön seid ihr da, schön gibt es euch in meinem Leben und bis bald wieder mal. I'm happy that you're here and I'm happy that you are in my life and see you.